kannst du beschreiben, wie deine Kinder aussehen? Haben die menschliches Aussehen oder ein leicht verändertes? Also ein Ja, leichter Unterschied zu uns? also sie sind sehr, sehr menschlich. Sie sehen sehr ähnlich aus wie ich. Und wenn ihr das beobachtet, meine Augen sind ein bisschen auseinandergegangen und ein bisschen größer geworden jetzt in der Zeit, während ich über die Yael spreche. Und so sehen sie aus. Das heißt, die Augen sind ein kleines bisschen größer, ein kleines bisschen weiter auseinander. Die Nasen sind in der Regel sehr fein. Normale Lippenstrukturen. Und von der Körpergröße her sind sie auch so zwischen 1,70 bis zu 1,90 Meter. Mhm. Aber augenmerklich ist, dass die Augen größer sind, ein bisschen größer. Nicht viel, so ein paar Millimeter, aber so, dass es auffällt, dass es anders ist. Aber nur, wenn man genau hinguckt. Ansonsten würde es nicht auffallen, dass sie. Du hast gerade auch noch andere Gruppen erwähnt, mit denen du da kommuniziert hast oder kommunizierst. Könntest du da mal beschreiben, wie da vielleicht auch wie die Wesen aussehen, beziehungsweise wie sie von ihrer Art sind Ja. und wie ein Gespräch, ein Kontakt wahrscheinlich auf den Schiffen Mhm. stattfindet? Ja. Also, die Plejaden, die sehen sehr, sehr ähnlich aus wie wir. Aber die Plejaden sind nicht eine Spezies, sondern viele, viele, viele verschiedene. Wenn man das Plejaden-Sternensystem sich anschaut, gibt es hier verschiedene Spezies, zum Beispiel Humanomorphe, es gibt Feline, es gibt Hybride, es gibt Reptiloiden, die Mesvakai. Es gibt ganz, ganz viele. Also die Plejaden sind nicht gleich die Plejaden, sondern es gibt hier verschiedene Spezies. Aber die, mit denen ich den meisten Kontakt habe, sind Lyra-stämmig, Lyra-Menschen. Und das bedeutet, sie sind so wie wir. Bei den Plejaden, mit denen ich Kontakt habe, also die von Tema-Ära, also Taishita sind, das sind die, wie soll ich sagen, sehr viel Frauen haben, das heißt sehr viele Frauenquote, das heißt 75% circa Frauen, der Rest Männer, weil einfach viel mehr weiblich gelehnte Seelen dort inkarnieren und damit den Körper manifestieren, sodass es dort mehr Frauen gibt als Männer. Und die sind sehr groß, also zwischen 1,75 Meter, 1,80 Meter bis hin zu 2 Meter. Und im Vergleich zu dem, was die Menschen glauben, sie haben verschiedene Haarfarben, verschiedene Augenfarben, also von braun, grün, blau, helle Haare, dunkle Haare gibt es dort alles. Von den Männern her ist es so, dass sie oft eher helle Augen haben, wie ich es tatsächlich jetzt mitbekommen habe, aber sie sind alle wunderschön. Also es gibt dort oben auch bei den Menschen, also auch die Menschen, die außerhalb der Erde geboren sind, es gibt so gut wie keine, die wir jetzt als typisch unschön bezeichnen würden, wie man es hier auf der Erde macht. Also hier ist alles wohlproportioniert, alles auch nach der goldenen Ratio, alles sehr, sehr schöne Leute, wo die Proportionen auch sehr, sehr schön sichtbar sind. Das heißt, für das menschliche Auge sehen sie sehr attraktiv aus, Mhm. sowohl Mann als auch Frau. Die nächsten Spezies, die ich hiermit erwähnen würde, weil sie wichtig sind die Arcturianer. Die Arcturianer bilden den Kopf der Föderation neben den Andromedanern. Die Arcturianer sind eine sehr spirituelle Spezies, gelten als sehr, sehr positiv, aber sie haben nicht ganz so viel Empathie. Das heißt, hier ist die Lehnung, weil einfach Gefühle nicht gut ausgeprägt sind. Sie haben Gefühle, ja, sie können auch Freude und all diese Dinge haben, aber von dem Spektrum, was ein Mensch fühlt, im Vergleich zu dem, was ein Arcturianer fühlt, haben wir circa 15%. Und das ist reichlich wenig für jemanden, der von viel kommt. Das heißt, sie wirken wirklich sehr flach. Sie können sich also hineinversetzen in jemanden, aber sie können nicht mitfühlen, weil einfach hier die Differenz zu groß ist. Die Arcturianer sind von der Haut her in der Regel etwas bläulich, aber nicht dunkelblau, sondern eher so ein leichtes Hellblau. Das liegt an dem Kupferanteil im Blut. Da, wo wir Hämoglobin haben, Eisen haben, haben sie Kupfer. Also sie sind blauhäutig mit einem blauen Schimmer, manche mehr, manche weniger. Und die Arcturianer sind im Vergleich zu dem, wie wenn man jetzt bei Google was eintippt und man was finden würde, sehen sie ein bisschen anders aus. Sie sind nicht ganz so groß und sie sind eher kompakt. Das heißt, runde Köpfe, die auch, hier würde man jetzt sagen, ein bisschen länglicher Kopf. Sie haben eher einen runden Kopf,
Sie sind sehr stumpig. Also das heißt, sie wirken eher quadratisch und sind dadurch nicht ganz so groß. Was sie sind sehr, sehr telepathisch und hochspirituell und sie sind eine Spezies, die nicht sterben müssen, um ihr Leben und ihren Körper weiterzuführen. Das bedeutet, sie sind Tausende, 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 Tausende Jahre alt und sind deswegen Teil der Spitze der Föderation. Und wenn ihr Körper zum Beispiel krank werden würde oder ein Problem aufweisen würde oder eine Verletzung, die irreparabel ist, auch durch Medpods nicht reparabel ist, aufweisen würde oder sie einfach bereit sind, ihre Genetik ein wenig anzupassen, dann ist es so, dass sie beginnen, sich zu replizieren in einer Art Bauchtasche. Und wie so eine Art Känguru, es klingt lustig, aber für sie ganz normal. Und in der Zeit wird das während sozusagen sie selbst in Kleinform heranwachsen in sich selbst, beginnt das Bewusstsein in die kleinere Version von ihnen zu gehen und dort sich zu verankern. Und wenn das komplette Bewusstsein von dem Erwachsenen ähm, transferiert wurde. In dem Moment geht der kleine Arcturianer aus der Bauchtasche heraus und der alte Körper bleibt zum Sterben dann zurück. Und der kleine Arcturianer beginnt dann normal zu wachsen und größer zu werden. Deswegen gibt es auch verschiedene Größen von Arcturianern. Und trotzdem sind die uralt, weil sie einfach nicht sterben. Das heißt, sie verlassen diese Realität in der Regel nicht. Und dann gibt es die Transzendenz von ihnen, nämlich dass sie sich auch teilweise aus den höheren Aspekten, weil sie sind eigentlich schon aufgestiegen, das heißt nicht physisch, kommen sie als die höheren Aspekte und manifestieren sich vor dir als die niederen Aspekte, die linear sich in dem fünfdimensionalen Bewusstsein, in der fünften Dichte befinden. Dadurch, dass sie so wenig sterben, haben sie so ein hohes spirituelles Ansehen, weil sie einfach so lange schon existieren. Die andere Spezies sind die Andromedaner, denen es wirklich massiv an Empathie mangelt und sie sind diejenigen, mit denen ich gerne immer wieder mal in Konflikt komme, aber einfach, weil sie sehr, sehr restriktiv sind. Also mit den Arcturianern habe ich noch mal mehr den Verbindungspunkt als mit den physischen Andromedanern. Sie sind auch sehr spirituell und sehr, sehr mental, aber sie haben noch weniger Empathie. Das heißt, da kommt selten ein Lächeln oder irgendwas in der Art. Die Andromedaner sehen dann tatsächlich eher so aus, wie die Arcturianer hier dargestellt werden. Das heißt, das sind die, die 2 Meter, 2,50 Meter groß sind, lange Arme haben, lange Beine haben, in langen Roben vor einem stehen, großer Kopf, mandelförmige Augen und blaue Haut und teilweise tiefblaue Haut. Und sie sind, weil sie auch uralt sind und die Föderation gegründet haben, hier eben an der vordersten Spitze der Föderation, um hier sie mitzuleiten. Aber bei ihnen ist es, ihnen fehlt einfach sehr viel an Empathie und an Verständnis. Und um einfach mal so ein bisschen ein Beispiel zu nennen, ich bin zu ihnen gegangen, weil ich ein Problem hatte, auf der Erde ja, in meine Kraft zu gehen und mein Licht leuchten zu lassen, also meine Energiefeld auszubauen, weil ich immer das Gefühl hatte, es wird wieder unterdrückt und teilweise diese Sensitivität mir im Weg stand. Wenn ich immer andere Menschen gefühlt habe, die niedrig geschwungen haben, habe ich meine Energie zu schnell nach unten angepasst. Und ich bin zu ihnen gegangen, um eine Lösung zu finden und zu sagen, hey, ich habe hier wirklich ein Problem und ich kann dieses Licht nicht richtig halten. Und immer wenn ich mit anderen Leuten zu tun habe, dann geht mein Licht runter und ich weiß jetzt nicht, ob es das Beste ist, meinen eigenen Weg zu gehen und diese Leute hinter mir zu lassen. Und alles, was sie sagten, war relativ kompakt, indem sie sagten, brauchst du unsere Erlaubnis, das zu tun. Und dann stehst du da und du weißt nicht, was du sagen sollst, weil du hast ja eigentlich gehofft, dass jemand sagt, hey, du musst dich nicht von anderen abwenden. Und da war ganz klar Lösungsorientierung. Wo will sie hin? Was braucht sie? Wo ist das Problem? Da ist das Problem. Warum fragt sie uns? Brauchst du unsere Erlaubnis dafür? Hier ist doch die Lösung, die ist doch offensichtlich. Warum machst du das nicht? Du hast das Ziel, du hast die Aufgabe, du hast dich dafür entschieden und geh das jetzt. Wo ist dein Problem? Also sie sind sozusagen schnell lösungsorientiert, aber dadurch, dass die Empathie fehlt, haben sie nicht die Kapazität, sich hineinzuversetzen, dass nur eine Entscheidung eben auch mit Leid zu tun haben könnte auf beiden Seiten.
Und das ist so eines von den Herausforderungen, die ich dann habe, weil ich sehr empathisch bin. Und die gleiche Herausforderung haben auch die Plejaden, die sehr empathisch sein können, da sie auch ein tiefes Gefühlsspektrum haben. Ein kleines bisschen weniger als auf der Erde, die Menschen das haben, aber trotzdem haben sie das. Und sie sagen auch, sie kommen mit Andromeda und teilweise mit Arcturus in ihre Konflikte hinein, weil einfach hier dieser Unterschied zwischen den Spezies sehr, sehr groß ist. Und es steht und fällt in einer Konversation wirklich am Gefühl. Weil das Gefühl und die Empathie ist das, wo sich eine Rasse, die empathisch ist, identifiziert, gesehen zu werden, gefühlt zu werden. Und eine Spezies, die nicht empathisch ist, sie identifiziert sich damit, gehört zu werden und erkannt zu werden. Und das ist lustig. Also das merkt man. Inwiefern spielen Reptiloide da eine Rolle? Haben die eine bestimmte Rolle oder ein bestimmtes Vorgehen, ein bestimmtes Ziel? Gibt es da auch verschiedene Gruppierungen? Hattest du Kontakte? Kannst du dazu was sagen? Also begegnet sind sie mir mehrfach auf der Erde, aber auch auf den Flaggschiffen der Föderation, Viera. Es ist so, dass die Reptiloiden oft den Stempel haben, auf der Erde negativ zu sein. Und tatsächlich spielen sie die Rolle hier hervorragend. Und es gibt auch wirklich welche, die diese Rolle ernst meinen und ernst spielen. Wobei es andere gibt, die es wirklich als Rolle nur noch sehen. Es ist so, dass diese Spezies für sehr viel Tumult gesorgt hat, auch in der galaktischen Vergangenheit. Und das einfach gespeichert ist in dem Bewusstsein von allen, dass ja, sie da eine nicht ganz so positive Rolle gespielt haben. Zum anderen kommt aber dazu, und das darf man nicht vergessen, und hier möchte ich die höheren Perspektiven mit reinnehmen, dass es immer, wenn ich in der Dualität mich erfahren möchte und ich immer nach Schwarz und Weiß denke und ich glaube, dass ich positiv bin, ich einen Gegenpart brauche, der mir zeigt, was ich bin. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin nur Licht, ich bin nur Liebe, dann braucht es einen Gegenpart, der die Dunkelheit zeigt, damit du dich als Licht und Liebe sehen kannst. Und genau das ist das, was die Reptiloiden machen. Es ist eine Kreation der Seelen, die sich erfahren wollen in Dunkelheit, und die hat sich verkörpert in Reptiloiden. Und nachdem mehr und mehr Seelen realisiert haben, dass dieses Spiel von Dualität und Licht und Dunkel und was letzten Endes der Kampf zwischen Dunkelheit und Licht und Dunkelheit ist. Ich meine, schauen wir uns mal Erzengel Michael an, wie fehlinterpretiert er ist mit dem Schwert in der Hand. Nicht um Dämonen zu besiegen, sondern um zu zeigen, das Schwert ist die Realisierung. Ähm, aber da sieht man, wie aus dem Bewusstsein, das in Dualität sich befindet, die Dinge einfach falsch interpretiert werden können. Und immer mehr Seelen sehen das ganze Bild und sind einfach diesen Kampf müde. Und das sorgt dafür, dass immer mehr Reptiloide neutral werden bis positiv. Sozusagen auch anfangen können, ihren Weg zu gehen. Und das ist das Ziel, wo wir uns alle hinbewegen, als Seelen, nicht nur auf dieser Erde, sondern im gesamten Kosmos, dass wir dieses Spiel von hell gegen dunkel und dunkel gegen hell und schwarz und weiß und positiv und negativ, einfach dieses simple Spiel von Dualität mehr und mehr hinter uns lassen, um in das Gefühl von Einssein zu gehen. Sprich, ich bin eins mit mir und spalte nichts mehr von mir ab, weil die anderen existieren schlicht und ergreifend nicht. Die anderen sind wir. Die anderen seid ihr, bist du, bin ich. Das bedeutet, dass ich beginne, in Einheit mit mir zu gehen, ohne dass ich mich weiter spalten muss, um mich zu erfahren. Wenn du redest, merkt man, dass du sehr schnell redest und dass du also selten Pausen machst, um nachzudenken. Kriegst du Antworten auch eingegeben? Woher kommen die Antworten auf die Fragen? Kannst du dazu was sagen? Die Antworten auf all die Fragen, die ich gebe, kommen von mir. Das ist meine Wahrheit und das ist das Wissen, das ich in mir trage, in Co-Kreation mit all den Aspekten, die ich bin und die mich ausmachen. Und während ich Gespräche führe, laufen verschiedene Aspekte von mir selbst durch diesen Körper, durch die Illusion dieses physischen Körpers. Und das ist das, was die Menschen sehen, wenn sie sehen, dass mein Gesicht sich ändert, dass die verschiedenen Versionen und Aspekte von mir hier in die Präsenz kommen.
Und das ist das, was mich multidimensional sein lässt. Und das ist auch das, was die Evidenz bietet für das, was ich sage. Jemand, der schnell spricht, kann sich die Dinge nicht aus den Fingern ziehen. Jemand, der Psychologie beherrscht und sich in dem Gebiet auskennt, weiß um diese Wahrheit. Dass wenn jemand lügt, der muss sehr, sehr, sehr lange überlegen, was er sagt. Und die Menge an Wissen, die ich teile, ist das, was ich als meine Wahrheit erkannt habe. Und ich lade jeden ein, zu fühlen, was seine Wahrheit ist von dem, was wir jetzt in dieser Stunde geteilt haben. Was hältst du von Channelers? Wie Ich zum Beispiel, finde, Channeling finde ich sehr, sehr im Benefit. Ich selber channel ebenfalls, aber nicht um Botschaften direkt teilen zu müssen, sondern um die Energien aus dem Kosmos auf die Erde zu bringen und für denjenigen, der bereit ist, verfügbar zu machen. Wenn eine Person ein klares Channel-Medium ist, das heißt in der Lage ist, wirklich die höheren Dimensionen durch sich hindurch zu kanalisieren und in das Kollektiv zu bringen, dann ist Channeling ein wunderbares Tool, um den Menschen zu helfen im Aufstiegsprozess und in der Bewusstseinserweiterung. Es ist nur so, dass die Erfahrung zeigt, dass es sehr, sehr wenig kompetente und gute Channel-Medien gibt, die nicht ihr Ego sprechen lassen und die nicht ihre Meinung und Konzepte hineinbetten in die Botschaft, die geteilt werden sollte. Sollte jemand da sein, der das in Klarheit schafft, ohne Meinung bilden zu wollen oder eine Agenda zu verfolgen, dann finde ich Channeling ein wunderbares Werkzeug, aber auch nur dann. Ansonsten dient es nicht. ähm, ich komme nochmal zurück zu dir als Hybridwesen, Mhm. Mensch. Ähm, musstest du sterben, um hier als Mensch inkarnieren zu können? Die Frage ist, möchtest du wissen, ob ein Tod notwendig ist? Aus der menschlichen Perspektive gibt es nämlich eine Linearität, ein Anfang und ein Ende und ein Dazwischen. Für die Seele existiert ein Sterbeprozess nicht. Und wenn man mich persönlich fragt, ich mag es zu sterben. Und das ist das, was ich permanent tue, wenn ich aus Realitäten herausgehe, dass ich von der einen Ebene verschwinde und in eine andere Ebene gehe. Und dieser Transit, je öfter man ihn tut, umso sanfter wird es. Und die auf der anderen Seite von mir auch manchmal begleitet und begrüßt werden, sind sehr irritiert, wie leicht Sterben doch tatsächlich ist. Weil was hier passiert auf der Erde ist, dass dieser Tod- und Sterbeprozess als etwas Grausames dargestellt wird oder etwas, was schwer sein muss. Und es ist einfach nicht so. Bei den allermeisten ist es sogar so, dass selbst wenn ein Unfall passiert oder eine lange Krankheit ist, dass die Seele schon bereits den allermeisten Teil auf die andere Seite bringt und dann wirklich nur noch die finale Ablösung nach 3 Tagen zum Beispiel stattfindet. Ich begleite auch oft Tiere im Sterbeprozess, also Tiere, auch Menschen habe ich schon begleitet, dass ich als die ätherische Form, die ich bin, zu denen gehe und am Sterbebett bin und ihnen helfe, den Körper wirklich zu verlassen, um sie dann auf die andere Seite zu geleiten, weil diese Multidimensionalität, die ich mitbringe und die höheren Aspekte, die ich bin, mit den anderen Inkarnationen, die ich habe in den nicht physischen Ebenen, sind eben da, um zu supporten. Und ich tue das auch auf bewusster Ebene, um den Übergang, den Transit so smooth wie möglich zu machen. Und dazu gehört es auch für mich, keine Angst zu haben für den Tod. Und tatsächlich ist es so, wie ich davor gesagt habe, dass ich regelmäßig aus Realitäten ein- und austrete und auch während dem Interview getan habe, sodass es sichtbar wurde, dass meine Optik sich immer wieder geändert hat. Und das ist der Sterbeprozess, aber smooth.